Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Simon Stein und ich freue mich, heute Ihnen das ein oder andere zum Thema Dashboards in Loginventory zeigen zu können. Da wir heute viel vorhaben, beziehungsweise ich mir viel vorgenommen habe, werde ich gar nicht viel einleitende Worte verlieren, sondern nur kurz ein paar organisatorische Sachen vorneweg und dann geht es auch gleich los. Also Sie können jederzeit gerne Fragen im Chat stellen. Ich versuche dann darauf einzugehen, wenn es zum Thema passt. Ansonsten haben wir gegen Ende dann noch hoffentlich ein paar Minuten Zeit, uns den Fragen zu widmen. Es gibt eine Aufzeichnung vom heutigen Termin, das heißt, Sie müssen jetzt nicht live mitklicken oder so. Die werden wir dann in den nächsten Tagen in unserem Blog und bei YouTube veröffentlichen. Ja, jetzt noch kurz ein paar Worte zur Agenda und dann geht es auch los. Ich zeige jetzt kurz erst ein paar Sachen, was sich so generell hinter Dashboards verbirgt. Dann schauen wir uns mal an, wie man eigene Dashboards erstellt, wie man die verwendet, was es da für verschiedene Funktionen gibt. Danach geht es dann darum, wie man die Dashboards teilt, sprich im Unternehmen zur Verfügung stellt und welche verschiedenen Optionen es dazu gibt. Ja, das wären eigentlich die Themen für heute. Dann gibt es noch ein paar Ausblicke und dann die Fragerunde. Genau, und damit starte ich auch gleich mal los. Ich teile jetzt meinen Bildschirm und wir schauen gemeinsam aufs Loginventory und ich hoffe, Sie können das diesmal alles sehen und dass es nicht wie beim letzten Mal irgendwelche Problemchen gibt. Scheint zu funktionieren. Gut, also was verbirgt sich hinter Dashboards? Da gibt es prinzipiell zwei verschiedene Optionen. Einerseits haben wir Dashboards als eigene Knoten im Loginventory teilweise. Das heißt, hier gibt es diesen Dashboards-Knoten, wo darunter verschiedene Dashboards-Knoten sich befinden. Da schauen wir uns einfach exemplarisch mal ein paar an. Also hier gibt es zum Beispiel ein Dashboard, das das Gerätealter darstellt. Ich habe jetzt hier ein Diagramm und Filteroptionen und eine Tabelle zur Verfügung. Hier ist es meistens so bei den Dashboards, dass ich da auch einfach filtern kann, indem ich hier irgendwas anklicke. Wenn ich mir also anschauen möchte, welche Geräte wurden im September 25 beschafft, dann sehe ich, das sind hier diese 4 Geräte. Ich kann den Filter auch wieder entfernen oder ich könnte jetzt hier auf bestimmte Gerätekategorien filtern, auf ein Betriebssystem filtern, den Filter auch wieder entfernen oder hier auf den Chassis-Type gehen, wenn ich mir nur anschauen möchte, wann habe ich wie viele Notebooks beschafft. Falls Sie sich jetzt fragen, ja, woher weiß denn der das Beschaffungsdatum? Im Loginventory gibt es ein Created-Wert für jedes Gerät, wann das Gerät also das erste Mal angelegt wurde. Das heißt, das ist dann für Sie praktisch, wenn Sie das eine gewisse Zeit lang schon genutzt haben. Wenn Sie jetzt heute das erste Mal anfangen, dann haben die natürlich alle heute als Created-Datum, aber wenn Sie das jetzt ein paar Jahre am Laufen haben, dann kann es darüber ganz praktisch sein. Andererseits ist es auch so, dass Sie diesen Created-Wert selbst anpassen können. Das ist einfach eine eigene Eigenschaft und den händisch auf ein anderes Datum setzen können. Damit gehen wir mal zum nächsten Dashboard. Wir liefern ja auch neuerdings unsere Schwachstellenanalyse mit. Auch hier gibt es ein Dashboard, das wir da standardmäßig mitliefern, wo wir jetzt zum Beispiel sehen, in welchem Betriebssystem haben wir da wie viele Schwachstellen gefunden. Ich kann auch hier filtern, wenn ich mir nur Medium-Schwachstellen anschauen möchte oder durch Steuerungstastendruck hier, Moment, die wollte ich nicht, Medium und High Schwachstellen, dann sehe ich hier entsprechend, okay, wo sind da wie viele gefunden, könnt mir hier was anschauen, dass ich sehe, okay, ist da eine User Interaction benötigt oder so, kann ich also dort auch entsprechende Filter setzen. Wenn Sie das Thema Schwachstellenanalyse genauer interessiert, schauen Sie einfach in unserem YouTube-Channel, da gibt es auch eine Webinaraufzeichnung zu dem Thema. Das nächste Dashboard, das ich Ihnen zeigen möchte, das wir auch als Knoten haben, ist jetzt keins, was standardmäßig in Ihrer Baumstruktur zu finden sein wird. Aber auch hierzu haben wir neulich gerade einen Blogartikel veröffentlicht. Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass diese UEFI Secure Boot Zertifikate dieses Jahr ablaufen, was im Normalfall so alle 10 Jahre passiert und man da tätig werden muss. Hier haben wir in unserem Blog einen Eintrag erstellt, den wir beschreiben, wie man das mit Loginventory prüfen kann. Da gibt es dann entsprechende Abfragen, wo ich sehe, ist da schon das Update ausgeführt worden oder noch nicht gestartet worden etc. Das Ganze kann ich mir einerseits
einerseits tabellarisch darstellen, aber häufig kann es natürlich auch praktischer sein, in Dashboards sich da irgendwas darzustellen und dann zu schauen, okay, wie schaut es denn bei meinen Windows 11 Pro Geräten aus, wie ist dort der Update-Fortschritt etc. Also schlussendlich die Dashboards immer eine andere Visualisierung der Daten, die sie schon zur Verfügung haben. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch ein letztes Dashboard, weil es als eigener Knoten zur Verfügung steht. Hier ein Dashboard der jährlichen Kosten bezogen auf die Lizenzmanagement-Produkte. Auch das werden Sie jetzt noch nicht in Ihrer Baumstruktur finden können, wenn Sie im Log-Inventory herumklicken. Aber das soll schon mal ein kleiner Teaser sein, denn wir haben direkt schon noch ein weiteres Webinar geplant, zu dem demnächst eine Einladung folgen wird, wo es um das Thema Kostenanalyse geht. Einerseits lizenztechnisch, dass man schauen kann, für welches Produkt gibt man wie viel aus, für welche Softwarekategorie gebe ich wie viel aus, was kosten mich meine Anwendungsentwicklungen, Sachen im Jahr etc. Solche Auswertungen könnte man machen, aber natürlich wird es dort dann auch um Beschaffung von Hardware und Ähnlichem gehen. Also wenn Sie das Thema interessiert, da wird dann demnächst noch eine weitere Einladung folgen. Gut, das waren jetzt also jeweils Dashboards, die als eigene Knoten in der Baumstruktur zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch noch andere Stellen, auf denen Sie Dashboards finden, nämlich auf dem einen oder anderen Ordner, den wir mitliefern. Ich habe jetzt hier also den Ordner Software angeklickt und sehe jetzt hier direkt auch ein Dashboard, mit dem ich auch interagieren kann, mir anschauen könnte, welche Windows-Patch-Stände habe ich etc. Also solche Sachen stehen auch zur Verfügung. Noch ein Dashboard, das auf einem Ordner sich befindet, ist zum Beispiel hier auf dem Ordner der Bestandsverwaltung, wo ich sehen kann, von welchem Gerätetyp habe ich wie viele, beispielsweise bei mir hier 100 Mäuse vorhanden, die alle vom Hersteller Logitech sind. Ich sehe dann jeweils, wie viele sind davon ausgegeben oder im Lager, könnte auch da nur auf irgendwelches filtern und dann entsprechend mir hier das jeweils anpassen, wie ich möchte. So können Sie also mit Dashboards interagieren. Was wir uns jetzt als nächstes mal anschauen, ist, wie man diese Dashboards überhaupt erstellt, was man dazu beachten muss, wie man dabei vorgeht. Ja, und da starte ich jetzt einfach mal mit. Das Einfachste, um ein Dashboard zu erstellen, ist hier auf den Dashboards Knoten zu gehen und dann gibt es genau eine Option, die hier oben zur Verfügung steht, nämlich ein neues Dashboard anzulegen. Hier stehen jetzt verschiedene Typen im Dropdown-Menü zur Verfügung. Da werde ich später gleich noch drauf eingehen, was sich dahinter verbirgt. Ich wähle jetzt erstmal einfach hier Hardware Asset aus und das heißt, wir erzeugen uns jetzt mal selbst ein Dashboard, das sich auf Hardware Assets bezieht. Das heißt im Log-Inventory all meine Geräte, die ich gescannt habe, alles, was ich händisch angelegt habe an Peripheriegeräten oder Gegenständen, wird jetzt in diesem Dashboard hier abgebildet. Ja, und da starten wir auch gleich mal mit einem Tortendiagramm. Sie sehen, wenn ich das jetzt hier auswähle, dann muss ich noch ein paar Sachen festlegen, nämlich was soll mir denn in einem Tortendiagramm überhaupt dargestellt werden. Die wichtigsten Punkte sind ja immer ein Argument und ein Wert festzulegen. Bei dem Argument spezifiziere ich sozusagen, was soll denn dargestellt werden, und bei dem Wert, wie soll das Ganze gezählt werden? Wir schauen uns da jetzt einfach mal ein paar Beispiele an. Ich habe an dem einen oder anderen Gerät eine Eigenschaft Land hinterlegt. Ja, das heißt, ich ziehe jetzt mal die Eigenschaft Land hier auf das Argument und dann zeigt es mir noch nichts an, weil ich noch nicht gesagt habe, wie gezählt werden soll. Ich nehme jetzt die gleiche Eigenschaft Land nochmal und ziehe das zu einem Wert. Und jetzt sehen wir erstmals hier etwas. Nämlich habe ich bei einigen Geräten hier Deutschland, Österreich, Italien oder auch Schweiz, glaube ich, hinterlegt als Land, in dem sich die Geräte befinden. Nachdem ich jetzt hier ausgewählt habe, wie gezählt werden soll, also dass bei Wert hier das Land drin steht und also die Anzahl hergenommen wird, sehe ich jetzt nur von den Geräten, bei denen ich den Wert Land befüllt habe, wie die Verteilung ist. Also 2/3 in etwa Deutschland und dann noch ein paar andere Anteile, bezieht sich jetzt also auf die Gerätemenge, die auch einen Wert bei Land drinstehen hat. Ich zeige Ihnen jetzt mal was anderes, und zwar nehme ich jetzt mal den Namen vom Gerät und ziehe den hier in das Wertefeld hinein. Jetzt wird sich im Tortendiagramm etwas ändern, denn ich habe in meiner Datenbank auch einige Geräte, bei denen ich diese Ausprägung Land überhaupt nicht befüllt habe. Es gibt also hier 45 Geräte oder 45% in dem Fall auch, die gar keinen Eintrag bei Land drin haben.
Sie sehen also jetzt bei Deutschland sind es nur noch 36% und nicht mehr 2 Drittel. Das heißt, darüber legt man fest, was alles gezählt werden soll. Und die Eigenschaft Name bietet sich fast immer an, denn Name ist ein Pflichtfeld im Log-Inventory. Jedes Gerät braucht einen Namen. Das heißt, das kann ich hernehmen. Ich könnte genauso auch eine Seriennummer nehmen. Dann würde aber nur Geräte gezählt werden, die auch eine Seriennummer haben. Könnte ja sein, dass bei irgendeinem händisch angelegten Gerät zum Beispiel keine Seriennummer vergeben wurde. Dann würde das jetzt hier in dem Diagramm nicht mitgezählt werden. Deswegen meine Empfehlung, fast immer Name zu verwenden, um damit zählen zu lassen. Ja, jetzt schauen wir uns das mal so an. Ich habe also hier eine Vorschau im Diagramm-Editor, drücke dann OK und jetzt sehe ich hier das erstmal so erstellte Diagramm. Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann sehen Sie, da stimmt jetzt irgendwas mit der Anzahl nicht mehr. Und zwar haben wir jetzt hier nur noch 23% und 62 Geräte sind das und hier sind es 166 Geräte und nicht mehr 45, wie es glaube ich eben waren. Und woran liegt das? Und zwar ist das so, Sie haben die Möglichkeit hier im Dashboard Designer festzulegen, wie viele Daten denn geladen werden sollen. Wenn Sie sehr große Datenbanken haben, dann kann das sonst unnötig lange dauern, wenn Sie den Dashboard Designer öffnen. Deswegen hat man hier so eine Datenzahlenbegrenzung. Ich stelle das jetzt mal auf 500. Da ich unter 500 Geräte habe, wird jetzt hier bei mir im Designer immer das gleiche rauskommen wie später in der Ansicht. Ja. Aber das vielleicht als Hinweis, falls Sie sich wundern, warum in dem Designer eine andere Zahl zu sehen war, als jetzt dann später im finalen Dashboard zu sehen ist. Das liegt hier an dieser Datenzahlenbegrenzung. Das nutzen wir jetzt gleich und fügen uns hier in das Diagramm mal noch ein Grid ein, in das Dashboard meine ich. Das heißt, irgendeine Tabelle wird hier eingefügt. Da wähle ich jetzt mal ein paar Eigenschaften aus. Und zwar möchte ich den Namen vom Gerät haben, ich möchte die Inventarnummer des Geräts haben und ich möchte die Eigenschaften Land und Standort haben. Das finde ich immer ganz praktisch, wenn man das nutzt, so beim Designen eines Dashboards, selbst wenn man vielleicht später dieses Diagramm gar nicht mehr benötigt, weil man dann immer genau sieht, worauf bezieht sich das Ganze. Also ich meine damit, wenn Sie die Tabelle später nicht mehr brauchen, dann entfernen Sie die einfach, aber während Sie ein Dashboard erstellen, ist das dann manchmal ganz praktisch, um sehen zu können, okay, woher kommt das Ganze, wo ich also erkenne, dass es jetzt hier einige Geräte gibt, die bei weder Land noch Standort einen Wert drin haben, was bei mir jetzt die große Anzahl an Elementen ohne diese Eigenschaften bedingt. Was ich jetzt hier auch noch machen könnte, wäre hier einen Rechtsklick drauf zu machen auf diese Spalte und zu sagen, ich möchte hier eine Summe hinzufügen und zum Beispiel die Anzahl mir zählen lassen. Dann sehe ich, habe ich hier insgesamt 263. Ja, und was jetzt noch so ist, wenn ich dieses Dashboard einfach erstelle, ich habe jetzt hier noch keine Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann jetzt zwar hier irgendwas selektieren, aber es passiert nichts. Genauso, wenn ich hier in das Diagramm irgendwo reinklicke, passiert auch nichts. Kann auch mal in Ordnung sein, aber meistens ist es eigentlich praktischer, mit dem Dashboard in irgendeiner Form interagieren zu können. Das heißt, das schauen wir uns gleich noch an, wie man dort jetzt eine Interaktion hinzubringen kann. Schlussendlich habe ich jetzt hier trotzdem so ein paar Funktionen zur Verfügung. Ich kann das groß machen oder klein machen oder jeweils hier einen Export machen. In dem Fall, Sie sehen, ich habe jetzt dieses Tortendiagramm oben links ausgewählt und hier auf das Exportieren gedrückt. Dann könnte ich hier auf die Druckvorschau gehen. Dann sieht man, dann würde mir genau nur dieses Tortendiagramm exportiert werden. Wenn ich hingegen hier oben rechts auf das Exportieren gehe, dann würde ich das komplette Dashboard, sprich sowohl das Tortendiagramm als auch rechts meine Tabelle exportieren. Ja, wenn ich nur die Tabelle exportieren wollen würde, gehe ich hier hin, gehe hier auf die Druckvorschau, könnte mir das so dann auch entsprechend rauslassen. Genau, ja. Dann schauen wir mal weiter und führen jetzt mal ein bisschen Interaktion hier in das Dashboard ein. Dazu gehe ich wieder in den Dashboard Designer rein und wähle zunächst den Part des Diagramms des Dashboards aus, zu dem ich diese Interaktion hinzufügen möchte. Bei mir ist jetzt hier schon das Torten 1 Diagramm gewählt und jetzt gibt es hier die Option mehrere Masterfilter, wenn Sie hier auf Daten gehen. Meine Empfehlung, fast immer ist mehrere Masterfilter da das Richtige. Kurz nur zur Einordnung, Sie könnten auch Single Master Filter wählen, dann hieße das, Sie können nur
ein Element hier selektieren in dem Diagramm und nicht per Steuerungstaste mehrere selektieren. Ich wüsste nicht, warum man das immer einschränken sollte, dass man nur eins selektieren darf. Deswegen nehme ich da eigentlich immer fast mehrere Masterfilter. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was da passiert. Nämlich, wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, zum Beispiel im Tortendiagramm auf Österreich, dann sehe ich also nur noch die Geräte, die diese Eigenschaft Land Österreich zugeordnet haben. Das gleiche mit Italien, das gleiche mit allen Geräten, die dort einen Leerwert haben. Ich kann dann den Filter auch wieder entfernen dann mir das entsprechend anschauen. Jetzt gibt es auch gerade eine Frage im Chat, dass dort dieses Hardware-Asset nicht zur Verfügung steht. Keine Sorge, da gehe ich gleich noch drauf ein, was man machen muss, damit diese Auswahl dort angepasst werden kann. Also, jetzt haben wir bis jetzt links in dem Tortendiagramm dieses mehrere Masterfilter aktiviert. Wenn ich hier rechts die Tabelle anklicke, da sehen Sie, da passiert noch gar nichts, wenn ich hier irgendwas selektiere, weil hier ist auch noch nicht mehrere Masterfilter aktiviert. Ich aktiviere das auch hier und dann hat das zur Wirkung, dass ich hier mehrere Zeilen markieren kann und sich das dann auf das Tortendiagramm und potenziell auch alle anderen Diagramme, die ich noch in das Dashboard einfüge, auswirken wird. Ja, das gilt jetzt jeweils sowohl in dem Dashboard Designer als auch wenn ich jetzt hier bin in der wirklichen Ansicht. Also wenn ich hier irgendwas klicke, dann bezieht sich da das genauso drauf. Und da ich jetzt mehrere Masterfilter aktiviert habe, konnte ich jetzt mit der Steuerungstaste Deutschland und Italien auswählen. Wenn ich hier oben das Filtersymbol gehe, dann sehe ich auch, welchen Filter habe ich denn gerade aktiv, nämlich Deutschland und Italien. Und ich erkenne dann hier in meiner Liste, dass ich sowohl die deutschen als auch die italienischen Geräte zu sehen bekomme. Okay, das wäre das Thema mit diesen Masterfiltern. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Dashboard Designer rein und fügen noch ein weiteres Tortendiagramm ein. Und zwar möchte ich jetzt hier noch zusätzlich etwas anderes darstellen, nämlich von welchem Gerätetyp habe ich denn wie viele. Das heißt, ich füge jetzt bei dem Argument diesen Gerätetyp ein, das ist ja hier immer der Custom Type, und dann nehme ich wieder den Namen als Wert und füge das hier mir ein. Dann wird mir also gezählt, von welchem Gerätetyp gibt es wie viele. Hier ist es jetzt wieder so, dass ich auch bis jetzt hier, wenn ich hier irgendwo klicke, auf Österreich, sehen Sie, wirkt sich das direkt auch auf das Dashboard hier unten aus. Aber bei dem Dashboard hier unten kann ich noch nicht klicken, weil ich noch nicht mehrere Masterfilter aktiviert habe. Das nehme ich jetzt direkt vor, damit ich das dann auch machen kann. Jetzt kommt noch eine Frage, die werde ich auch mal gleich vorlesen. Kann man die Tabelle in der Dashboard-Ansicht bearbeiten, also zum Beispiel in ein Asset, wo das Land fehlt, doch das noch nachtragen? Nein, das geht nicht. Die Tabellen, die haben sozusagen keine Editierfunktion. Wenn ich jetzt hier hingehe, ich kann jetzt hier nicht irgendwie diesen Wert beändern oder hier sagen, ich wähle das Land aus, auch wenn ich jetzt hier dieses eigene Eigenschaften-Widget selektiere, worüber das ja normalerweise gehen würde. Das hat dann nicht diese Relation dazu, es hat dann nicht diese Datenverbindung, dass ich jetzt hier den Wert direkt ändern könnte. Das geht also so aktuell nicht. Ja, jetzt entferne ich hier nochmal kurz die Filter. Wir schauen uns das an, was ich jetzt hier gebaut habe. Also, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Land wähle, sehe ich, wie viele Geräte, welchen Typs habe ich dort und habe also so die Selektion. Oder ich könnte hier irgendwas auswählen und mir anschauen, okay, meine ganzen Monitore, wo befinden die sich? Alle noch in einem Land, das noch nicht spezifiziert wurde, also noch keine Landzuweisung haben diese Geräte. Ja, also wir gehen jetzt nochmal in den Dashboard Designer rein, denn dort wollte ich noch was weiteres zeigen. Das ist jetzt ja vom Prinzip her sehr ähnlich wie hier das Tortendiagramm zu den Ländern. Wir nutzen jetzt aber hier mal noch die Serienfunktion, die es dort auch zur Verfügung gibt. Und zwar schiebe ich dazu mal jetzt die eigene Eigenschaft Land in den Serienbereich ein. Achtung, jetzt ändert sich hier unten in dem Torten-2-Diagramm etwas. Und zwar heißt das, ich belasse es bei dieser Aufteilung, die ich eben hatte, also jeder Typ soll gezählt werden und jetzt je Land soll das Ganze noch unterteilt werden. Also jetzt habe ich hier nicht mehr die Unterteilung insgesamt, sondern weil ich bei Serie dieses Land eingefügt habe, sehe ich jetzt hier entsprechend dann auch die Aufteilung auf die verschiedenen Länder und kann direkt erkennen, dass ich in Italien noch nur einige Geräte ohne Typ habe und hier sonst eine virtuelle Maschine beispielsweise. Was man noch machen kann, ist natürlich die Anordnung anpassen. Ich könnte das irgendwo anders hinschieben.
die Tabelle einfach per Drag and Drop nehmen und hier unten positionieren, wie auch immer ich das haben möchte, die Breiten ändern etc. Ich denke, das ist relativ klar. Weiterhin hat man dort auch die Möglichkeit, einfach ja, Überschriften hier zu ändern, über einen Rechtsklick da anpassen, ob die Beschriftung angezeigt werden soll, Namen zu bearbeiten etc. Das sind, so, denke ich mal, so Standardfunktionen, auf die ich jetzt gar nicht großartig weiter eingehe. Was ich jetzt noch mache, ist jetzt hier nochmal bei diesem Diagramm ein paar Sachen Ihnen zu zeigen. Deswegen mache ich das nochmal ein bisschen größer. Und zwar habe ich jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit, hier nochmal eine andere Anpassung vorzunehmen. Nee, ich wollte es bei dem Diagramm zeigen, sehe ich gerade. Wir machen das mal so größer und das hier nochmal ein Stück kleiner. Und zwar habe ich jetzt ja hier die Länder nur stehen. Ich könnte aber auch noch ein weiteres Argument einfügen. Und zwar füge ich jetzt hier noch den Standort ein. Wenn Sie jetzt mal darauf achten, dann steht jetzt hier zum Beispiel Berlin, Deutschland und darauf entfallen 9,13% der Geräte. Oder Hamburg, Deutschland entfallen da entsprechend 2,66% der Geräte. Wenn ich also hier mehrere Argumente einfüge, dann werden die gemeinsam so betrachtet. Das gilt natürlich auch immer, wenn ich hier dann in dem Dashboard-Editor bin, also alles, was ich da in Interaktion hier in der Mitte zur Verfügung habe, das steht mir dann auch immer in der späteren Ansicht zur Verfügung. Was ich jetzt aber noch zeigen möchte, ist hier eine andere Funktion, nämlich die Drill-Down-Funktionalität. Wenn ich mehrere Argumente hier habe, dann steht eine Drill-Down-Funktionalität zur Verfügung. Ich aktiviere die mal und jetzt sehe ich hier auf den ersten Blick wieder nur Deutschland, Italien, Österreich und Leerwerte. Und könnte jetzt aber auch einen Drill-Down machen. Ich habe jetzt zwei verschiedene Arten hier zur Verfügung von Klicks. Einerseits ein Single-Klick, ich selektiere hier Österreich, dann sehe ich nur die Verteilung in Österreich. Oder ich mache einen Doppelklick auf Österreich, dann gehe ich eine Ebene tiefer. Dann sehe ich also, wie viele davon entfallen auf Salzburg und wie viele entfallen auf Wien beispielsweise. Und deswegen steht jetzt hier auch diese Drill-Up-Funktion zur Verfügung, dieser Button hier. Wenn ich hier klicke, gehe ich wieder eine Ebene höher, sehe aber, ich habe jetzt gerade noch sozusagen meine Selektion, die ist noch aktiv. Der Filter auf Österreich ist noch aktiv, ja, deswegen machen wir das gleich jetzt nochmal hier für Deutschland. Einmal geklickt, ich sehe nur noch die Geräte aus Deutschland, doppelt geklickt, gehe eine Ebene tiefer und könnte jetzt zum Beispiel mir nur die Geräte aus Hamburg anschauen und dann wirkt sich das jeweils auch auf die anderen Diagramme aus. Okay, das waren jetzt aus meiner Sicht eigentlich die wichtigsten Basics, wenn Sie irgendwelche Dashboards selbst erstellen wollen. Was ich jetzt im nächsten Schritt zeigen werde, ist so ein bisschen die fortgeschrittene Bedienung und ja, vielleicht auch ein paar Sachen gehören vielleicht auch noch zu den Basics. Es kommt so ein bisschen auf die Interpretationssache an. Zum Beispiel gehe ich jetzt direkt mal auf die Frage ein, die schon im Chat war, nämlich, dass bei dem einen Teilnehmer hier nicht Hardware-Asset hier oben zur Verfügung steht, sondern nur ein paar andere Typen. Ja, dazu nutzen wir jetzt mal unser neues AI-Feature und lassen uns erstmal erklären, was es sich denn mit dem ganzen Thema Hardware-Assets überhaupt auf sich hat. Und zwar frage ich da einfach mal, erkläre mir die Klassenhierarchie zum Hardware-Asset mit Bildern. Frage ich unsere AI. Ich hoffe, Sie nutzen das Feature alle schon sehr fleißig. Sie können da einerseits natürlich das Handbuch befragen, einerseits auch Ihre Datenbank wirklich befragen, sprich auswerten lassen, wie viele Geräte gibt es noch mit Windows 11 oder 10 oder wie auch immer. Ja? So, jetzt wurde mir hier ein Ausschnitt aus dem Handbuch generiert und ein paar Erklärungen dazu. Ich kann natürlich ein paar Rückfragen dazu stellen. Ich sehe jetzt hier also eigentlich dieses Bild ist das ganz Wichtige, und zwar ist es einfach so, in unserem Datenmodell gibt es diese Klasse Hardware Asset, die ist abstrakt, das heißt, ich kann kein Hardware Asset anlegen, sondern ich kann nur Devices, Peripheral Devices oder Items anlegen, aber abfragen kann ich das Ganze sehr wohl. Sprich, wenn ich einen Überblick über alle meine Gegenstände, Objekte und Geräte, die ich erfasst habe, haben möchte, dann nehme ich Hardware Asset. Möchte ich hingegen nur Eigenschaften sehen, die sich auf meine gescannten Geräte beziehen, beispielsweise das Device, ja, und dessen Betriebssystem und welche Software da drauf installiert ist, dann steht das nur beim Device zur Verfügung. Ja. Und das ist also die Auswahl, die ich hier zunächst treffe. Jetzt gab es ja die Frage, warum steht da nicht bei jedem das gleiche zur Verfügung? Nun, das ist eine Einstellungssache. Sie können hier oben in die Settings gehen und dann unter Asset Management Dokumentation
auswählen. Hier steht, die ausgewählten Tabellen stehen beim Anlegen von neuen dynamischen Dokumenten, Reporten und Dashboards als Basistabelle zur Verfügung. Und da sehen Sie, wenn ich da mal drauf filter, was bei mir aktuell ausgewählt ist, Device, Hardware, Asset, Item, Peripheral, Device, Software, Product und User. Das sind also genau die Typen, die bei mir zur Verfügung stehen. Das könnten Sie ändern, und wenn bei Ihnen jetzt zum Beispiel Hardware Asset da nicht zur Verfügung steht, dann suchen Sie da einfach nach Hardware Asset und setzen den Haken. Gegebenenfalls muss das Login-Inventory dann einmal neu gestartet werden, damit sich diese Änderung auswirkt, und dann steht das dann auch zur Verfügung. Okay, das wäre zu dieser Hardware-Asset-Eigenschaft bzw. zu den Basistabellen, die hier zur Verfügung stehen. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass man nicht nur mit den Feldern arbeiten muss, die jetzt automatisch zur Verfügung stehen, die man händisch irgendwo gepflegt hat, sondern man kann sich hier auch berechnete Felder zunutze machen. Und zwar schauen wir uns da mal ein Dashboard an, das wir standardmäßig mitliefern, nämlich das Dashboard Datenaktualität, wo ich also sehe, je Gerätekategorie, wie aktuell sind meine Inventardaten. Sie wissen jetzt wahrscheinlich schon, was hier gemacht wurde, nämlich es wurde eine Serie definiert, damit ich das je Gerätekategorie sehe. Ich sehe, hier steht dieser Custom Type drin, ja, und ich habe hier die Anzahl, da wurde einfach nur der Name geändert, dass das Ding Count heißt, aber ansonsten ist das einfach der Name, der da hingezogen wurde, und jetzt haben wir hier verschiedene Argumente, und zwar einerseits ein Wert Age, der ein berechnetes Feld ist, den gibt es bei Ihnen nicht in der Datenbank, sondern nur in dem Dashboard bis jetzt, wenn Sie das standardmäßig so auch bei sich im Umfang finden. Und es gibt hier diesen Timestamp-Wert. Das heißt, ich könnte hier auch eine Ebene tiefer reingehen. Das wissen Sie jetzt. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich hier diese ganzen Timestamps. Und da merkt man, wie unpraktisch das ist, wie schlecht das zu erkennen ist, weil eigentlich interessiert mich jetzt nicht, wurde das Gerät am 12.05. um 8:08 und 12 Sekunden oder 8:08 und 15 Sekunden oder 8:08 und 16 Sekunden erfasst. Deswegen ist es häufig unpraktisch, diesen Timestamp direkt so zu nutzen. Stattdessen nutzen wir hier ein berechnetes Feld namens Age. Wo stammt das her? Es liegt hier bei den berechneten Feldern. Sie könnten einfach einen Rechtsklick drauf machen, berechnetes Feld hinzufügen. Wir schauen uns jetzt einfach mal dieses Age-Feld an. Und zwar kann ich hier auf Ausdruck bearbeiten gehen. Und da sieht man jetzt, dass hier verschiedene if-Bedingungen ineinander geschachtelt sind. Falls Sie jetzt sich wundern, warum da if steht, nun ja, das ist ja einfach diese Syntax, die da so vorgegeben ist. Das ist ja eine Drittkomponente, die wir hier verwenden. Das haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Aber diese Infos sieht man zum Beispiel hier. Wenn ich da auf eine logische Funktion klicke, dann erklärt er mir, okay, ich muss if schreiben, dann gibt es einen Ausdruck, den wahren Teil und den falschen Teil. Und zwar ist jetzt hier, wenn wir uns den ersten Ausdruck mal anschauen, ein Vergleich des Zeitstempels, wie alt der ist. Ob der weniger als 24 Stunden alt ist, sagt mir genau dieser Vergleich. Und wenn ja, dann schreiben wir hin 24 hours or less. Dann gibt es hier einen False-Teil und da ist eine weitere if-Bedingung drin. So kann man das also schön schachteln. Wenn der dann also größer als heute minus eine Woche ist oder kleiner, dann kann ich hier sagen 7 days or less, und so ist das Ganze auch noch mit 30 days or less entsprechend hier definiert. Und wenn da gar nichts kommt, dann gibt es entweder Unknown oder wenn es oder keine dieser Filter zutrifft, ist Unknown. Ansonsten ist es Older hier. Das ist so als Wert definiert. Das könnten Sie anpassen, können dann natürlich alle möglichen Felder einfach selbst verwenden und abhängig von etwas berechnen lassen und das dann auch darstellen lassen. Was man dann auch machen kann, ist die Farben anzupassen, weil wenn ich das jetzt so standardmäßig bei einem neuen Dashboard mache, dann sind da erstmal irgendwelche Farben hinterlegt. Aber ich habe mir gedacht, es macht ja Sinn, irgendwie das darzustellen, was möglichst neu ist in grün und was möglichst alt ist irgendwie in rot darzustellen. Und dazu kann ich hier oben unter Layout und Stil auf Farben bearbeiten klicken. Und dann sehe ich, okay, dieser Wert vom Device Age, der hat diese grüne Farbe, der nächste Wert, 30 Tage oder weniger, hat diese Farbe. Ne, hier ist noch der andere, 7 days or less, der hat diese Farbe. Das könnten Sie natürlich hier auch anpassen nach Ihren Bedürfnissen und da entsprechend dann so Farbcodes hinterlegen, die zu den Werten passen, die Sie sich hier darstellen lassen. Okay, das nächste, was ich zeigen möchte, ist, wie man jetzt hier in einem Dashboard filtern kann. Dabei gibt es zwei verschiedene Optionen. Entweder ich kann einen interaktiven Filter einführen, den der Nutzer später beim Betrachten des Dashboards nutzen kann.
Oder ich kann sagen, das Dashboard generell soll gar nicht alle Daten zeigen, sondern nur bestimmte Daten. Und dazu kann ich hier oben, wenn ich das machen möchte, bei der Datenquelle direkt einen Filter definieren. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal an einem Beispiel, wo man das schön erkennen kann. Ich könnte jetzt hier auf das Age filtern, das will ich aber nicht, sondern ich filter in dem Fall jetzt mal hier auf den Custom Type und sage, ich möchte hier gar nicht alle Gerätetypen sehen, sondern nur welche aus den folgenden Ausprägungen, nämlich Desktop und was noch? Was haben wir hier noch? Server zum Beispiel. Und welche Eigenschaft wählen wir noch aus? Von mir aus noch Switch. Dann sehe ich jetzt also gleich, wenn ich hier OK drücke, nur noch Desktop, Server und Switches. Wenn ich da auch OK drücke, ist das also so fest verdrahtet sozusagen. Ein Nutzer, der nicht die Rechte hat, das Dashboard zu bearbeiten, kann jetzt nicht den Filter anpassen, dass ihr hier andere Gerätetypen sieht. Das kann ich nur, wenn ich da die entsprechenden Berechtigungen zu habe. Das heißt, somit lege ich also fest, welche Datenquelle denn verwendet werden soll. Deswegen ist das auch hier ein globaler Filter, der für das jeweilige komplette Dashboard gilt. Also für alle Elemente, auch wenn ich dort eine Tabelle jetzt eingefügt hätte, würde die mir nur diese 3 Gerätetypen jetzt noch zeigen können. Gut, dann setzen wir den Knoten jetzt aber mal auf den Auslieferungszustand wieder zurück. Wenn ich mit der Anpassung nämlich doch nicht so happy war, dann kann ich das natürlich hier einfach zurücksetzen und dann hätte ich nach einem Knotenwechsel alle Sachen wieder im Auslieferungszustand zur Verfügung. Also das können Sie sich natürlich immer zunutze machen, bevor Sie da denken, Sie machen irgendwas kaputt oder so. Zurücksetzen gibt es immer. Was man natürlich auch immer machen kann, ist einfach erst eine Kopie oder ein Duplikat eines bestehenden Dashboards anzulegen, das einem schon einigermaßen gut gefällt und dann dieses Dashboard weiter anzupassen. Okay, dann zeige ich jetzt mal die andere Filteroption, nämlich, dass ich es dem Nutzer ermögliche, etwas zu filtern und dabei nicht nur auf diese einzelnen Elemente zu klicken, wie wir das vorhin schon gesehen haben. Bei meinem Dashboard, das war ja das hier, ich gebe dem mal noch einen Namen, damit ich das dann später wiederfinde. Ich nenne das jetzt hier mal Länderüberblick. Ich lege jetzt noch ein neues Dashboard an, wähle jetzt in diesem Fall hier Device aus. Das heißt, ich habe jetzt hier ausgewählt, dass ich zu meinen gescannten Geräten irgendwas sehen möchte. Das heißt, jetzt hier links stehen auf einmal ganz andere Entitäten zur Verfügung. Ich habe zum Beispiel hier die Option, jetzt zur Docking Station, die mit dem Gerät verbunden ist, mir irgendwas anzeigen zu lassen oder zum Mainboard oder zum Betriebssystem. Das waren Sachen, die Sie nicht gesehen haben, als Sie Hardware Asset ausgewählt haben vorhin, weil ein Hardware Asset dorthin keine Relation hat. Das ist ja die darüberliegende abstrakte Klasse. Falls jetzt direkt die Frage im Chat kommt, bei mir schaut das aber anders aus, liegt daran, dass wir da noch einen kleinen Bug haben, der ist bei mir schon gefixt. Wir haben ja da ein paar Änderungen gemacht. Mit dem nächsten Update wird bei Ihnen das dann auch nicht zur Verfügung stehen oder bei den Hardware Assets mehr. Aktuell könnte es sein, dass diese Option bei Ihnen dort noch zur Verfügung steht, aber die zeigt dann Ihnen einen Fehler an. Das wird dann ausgeblendet, dass Sie bei den Hardware Assets in Zukunft dann auch nur noch das sehen können, so wie es bei mir eben in dem Video zu sehen war. Gut, dann fügen wir jetzt hier mal was ein und zwar sage ich, ich möchte ein Tortendiagramm wieder haben. Ich könnte natürlich auch ein Balkendiagramm nehmen, aber ich bin irgendwie eher der Tortendiagramm-Fan und dann wählen wir jetzt hier zum Beispiel aus, wir wollen vom Betriebssystem den Namen haben als Argument und wie immer wähle ich jetzt hier den Namen des Geräts als Wert aus und dann habe ich hier einen bunten Überblick, was ich alles für Betriebssysteme im Einsatz habe. Wir könnten das jetzt auch noch ein weiteres Diagramm nochmal einfügen, nur nochmal zum Vergleich. Ich wähle jetzt hier den Custom Type aus und dann hier den Namen, dann habe ich das dort entsprechend. So, was wollte ich jetzt machen? Muss ich mal schauen. Das Custom Type haben wir, Name, Anzahl. So, dann fügen wir jetzt hier noch ein neues Filterelement ein. Und zwar gibt es hier verschiedene Optionen zur Auswahl. Das müssen Sie sich jetzt aus meiner Sicht nicht merken, sondern probieren Sie es einfach aus, was sich dahinter verbirgt. Aus meiner Sicht meistens ganz praktisch diese Strukturansicht. Und zwar habe ich jetzt hier was eingefügt und sage dann, okay, ich möchte jetzt in der Strukturansicht wieder meine eigene Eigenschaft sehen. Land füge ich hier ein. Dann sehen Sie, jetzt steht hier Leerwert Deutschland, Italien, Österreich zum Anhaken zur Verfügung. Und ich füge jetzt noch eine Ebene tiefer dann
deinen Standort ein, dann kann ich das hier entsprechend auch aufklappen etc. Und jetzt ist es ja so, ich habe noch nicht mehrere Masterfilter aktiviert, deswegen kann ich jetzt hier aktuell nirgendwo reinklicken, sondern die einzige Filteroption, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, ist diesen Filter hier zu verwenden. Und so könnte ich jetzt halt anklicken, dass ich aus Berlin und Neapel mir anschauen möchte, welche Betriebssysteme gibt es dort und welche Gerätetypen stehen da zur Verfügung. Wir gehen jetzt nochmal in den Dashboard-Editor rein. Da sieht man dann, wenn wir jetzt hier diese verschiedenen Ansichten mal durchschalten. Man kann das nämlich einfach umwandeln und sagt jetzt zum Beispiel, okay, anstatt diesem, wie ist das jetzt, Strukturansicht, wähle ich jetzt zum Beispiel mal Kombinationsfeld aus. Dann sehen Sie, dann habe ich hier so ein Dropdown, wo ich die Kombination nur anhaken kann. Finde ich jetzt nicht so ganz praktisch an der Stelle. Wir wandeln es mal noch in was anderes um. Was gibt es noch? Listenfeld. Dann könnte ich hier auch die beiden Sachen so anhaken. Ich finde das jetzt hier eigentlich mit dieser Strukturansicht deutlich praktischer. Datumsfilter macht dann natürlich keinen Sinn, wenn ich da keinen Datumswert ausgewählt habe. Genau. Das wäre jetzt zu dem Thema hier. Dann schauen wir uns mal noch ein Dashboard an, wo ich Ihnen noch eine Funktion zeigen möchte. Und zwar ist das jetzt nochmal das Gerätealter-Dashboard, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Wir bearbeiten das hier nochmal. Da sieht man jetzt hier eben das Balkendiagramm entsprechend. Und ich könnte jetzt hier übrigens anstatt dieses Created-Wertes und Jahres übrigens auch den Warranty Start beispielsweise nehmen, wenn ich also meine Garantieinformationen abgerufen habe und das bei allen Geräten möglichst gut geklappt hat, dann muss ich mich da nicht auf diesen Created Datumswert verlassen, sondern auch wenn Sie jetzt gestern mit einem neuen Login-Entry gestartet haben, bei allen Geräten online die Garantiedaten abrufen lassen, dann könnten Sie da sehr gut den Warranty Start als Argument hier hinziehen und dann wird der genommen, um zu ermitteln, wie alt denn das Gerät ist. Das bietet sich da auf jeden Fall auch an. Gut, was ich jetzt zeigen wollte, ich wandle jetzt mal diesen Diagrammtyp hier auch um und zwar in einen Bereichsfilter. Und dann entferne ich hier noch etwas, nämlich die Serie möchte ich an der Stelle jetzt hier nicht mit dabei haben. Und dann schauen wir uns das jetzt einfach mal noch kurz an. Ich gehe jetzt hier noch eine Ebene tiefer und sage, ich möchte Quartal und Jahr sehen. Und wenn ich dann hier OK drücke, dann habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, durch Schieben von der linken und rechten Seiten da jetzt anzupassen, dass ich nur noch Geräte zu sehen bekomme, die zwischen Q4 2024 und Q3 2025 erstmals im Login-Entry gescannt worden sind. Also das wäre auch eine Option, um so Filterungen dort einzubauen. Was gibt es hier noch in dem Dashboard? Das sind hier oben rechts diese Tabs. Da haben Sie hier einfach die Möglichkeit, so einen Tab-Container einzufügen, wo ich dann hier Moment, ich muss das mal groß machen, dann sieht man, da gibt es dieses Pluszeichen, um dann einen weiteren Tab einzufügen. Genauso wurde das hier mit dem Betriebssystem und dem Chassis-Type gemacht und dann da eben irgendwelche Filterelemente dort reingezogen. Ich könnte jetzt auch das hier nehmen und hier reinziehen. Sehen Sie, das ist jetzt hier unten mit drin. So wird es jetzt hier aber alles ein bisschen wirr für mich, deswegen gehe ich hier nochmal mit Abbrechen raus. Aber so funktioniert das, wenn Sie da entsprechende Tab-Container einfügen wollen. Okay, das wären jetzt aus meiner Sicht die Sachen, die ich Ihnen zum Erstellen von Dashboards zeigen wollte. Wenn Sie das nochmal genauer nachlesen wollen, dann verweise ich da auf ein gewisses Handbuchkapitel und zwar gibt es da einfach das Kapitel zu den Dashboards. Da stehen, sage ich mal, einigermaßen oberflächlich die Sachen drin, wo Sie aber deutlich mehr noch finden können, ist in dem Subkapitel Bearbeiten von Dashboards, denn hier gibt es einen Link zu dem ausführlichen Handbuch mit allen Funktionen von der DevExpress-Komponente, die wir hier verwenden. Da sieht man also, die Struktur erkennen Sie, glaube ich, wieder. Ja, und da sind alle möglichen Sachen erklärt, was es hier mit der Interaktivität, mit dem Master Filtering auf sich hat, etc. Mit einigen Erklärungen dabei. Genau die Sachen, die ich Ihnen jetzt im Kurzen gezeigt habe, stehen da alle sehr ausführlich noch drin. Also da finden Sie auf jeden Fall noch einige Hinweise. So, jetzt gibt es noch eine Frage im Chat, die ich noch direkt versuche zu beantworten. Und zwar kann man in so einem Filterelement auch eigene Filter als Auswahl hinterlegen. Zum Beispiel Filter nach Name ist gleich Server und einen zweiten Eintrag mit Name ist gleich Client.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute, das geht. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mal schauen, ob ich das jetzt auf Anhieb hinbekomme. Und zwar, glaube ich, müsste man dann wieder ein berechnetes Feld einfügen. Dass Sie also sagen, okay, ich will hier ein neues berechnetes Feld haben und definiere dort, was zählt denn alles als Client? Nämlich das soll also zwei if-Bedingungen, das soll ein Client sein, wenn das Betriebssystem ist ein Windows 10 oder ein Windows 11 oder ein Windows 7 und es soll als Server gezählt werden, wenn es ein Windows-Server oder eine VMware-Maschine oder irgendwas in der Form ist, also zum Beispiel ein Filter auf das Betriebssystem. Und dann lege ich also so dieses berechnete Feld an und könnte das dann ziemlich sicher bei den Filterelementen hinzufügen. Ich mache das jetzt aus Zeitgründen nicht. Wir schauen mal noch, ob wir das gegen Ende schaffen. Können Sie mich gerne noch mal erinnern, weil ein paar Sachen habe ich noch vor heute. Okay, dann gehen wir mal weiter, nämlich wie kann man Dashboards denn jetzt teilen oder generell nutzen? Also einerseits, wenn ich jetzt hier so ein Dashboard erstellt habe, steht das jetzt hier unten als Knoten zur Verfügung. Was ich aber auch machen kann, wäre zum Beispiel dieses Dashboard jetzt zu kopieren und dann irgendwo anders einzufügen. Zum Beispiel habe ich mir hier eine schöne Struktur angelegt, wo ich einen Überblick über all meine Standorte nach Ländern etc. habe. Ich füge jetzt das mal hier als Kopie einfach ein, das Dashboard Länderüberblick, das ich erstellt habe. Kurzer Exkurs, falls Sie sich fragen, wie kommt denn diese Struktur hier zustande? Nun ja, das hier ist einfach eine Abfrage zur Entität Hardware Asset, wo mir alle Geräte aus Deutschland angezeigt werden. Hier dann darunter gefiltert auf alle Geräte, die aus München sind. Und hier wurden einfach in den Knoteneigenschaften passende Bildchen hinterlegt. Wir liefern da ja relativ viele mit und da gibt es entsprechende Optionen. Mit dem letzten Update sind da auch noch weitere Icons mitgekommen und da sehen Sie, da habe ich glaube ich jetzt hier einfach dieses Company-Icon gewählt. Könnte natürlich auch andere wählen. Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, eigene Icons hier hinzuzufügen, die dann in der Baumstruktur verwendet werden sollen. Das zum kurzen Exkurs. Jetzt hatte ich dieses Diagramm hier einfach eingefügt. Was ich jetzt machen kann, ist hier die Option zu wählen als Ansicht anheften. Und wenn ich das mache, dann wird das Dashboard als eigener Knoten in der Baumstruktur verschwinden und stattdessen auf dem darüber liegenden Ordner als Ansicht auftauchen. Denn jetzt kommt das hier, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Assets-Knoten gehe und direkt hier auf Standorte gehe, dann sehe ich dort das Dashboard, das wir vorhin erzeugt haben. Ich könnte auch hier wieder drücken als Knoten anzeigen, dann taucht das hier in der Baumstruktur wieder als Knoten auf. Wenn ich hier hingehe, habe ich keine Ansicht, denn standardmäßig hat ein Ordner im Log Inventory keine Ansicht. Mein Tipp: Überall dort, wo Sie sich langweilen, dass dort keine Ansicht kommt oder irgendwas steht, was Sie eh schon wissen, fügen Sie sich dort ein Dashboard ein, dann können Sie das nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Also ich füge das jetzt hier nochmal als Ansicht ein, dann ist das hier auf dem Standort-Ding sichtbar. Was ich übrigens auch machen kann, ist Dashboards in der Baumstruktur unterhalb anderer Abfragen zu positionieren, sodass diese die Filterbedingungen vererbt bekommen. Beispielsweise, Sie sehen jetzt hier in dem Dashboard noch, dass ich Deutschland, Italien, Österreich zu sehen bekomme, weil wir das ja so vorhin erstellt hatten. Wenn ich das Dashboard jetzt unterhalb des Deutschland-Knotens einfüge, dann sehe ich jetzt hier nur noch die Geräte aus Deutschland. Jetzt habe ich gar nicht die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte noch die aus Italien oder Frankreich oder Österreich sehen, sondern weil hier an der Stelle darauf gefiltert ist, dass mir hier nur Geräte aus Land gleich Deutschland angezeigt werden sollen, gilt das jetzt auch für das Dashboard, das hier in der Baumstruktur darunter eingefügt wurde, kann man sich so also auch zunutze machen. Ja? Okay, was ich auch noch zeigen wollte, ist, dass ich das Ganze zum Beispiel auch auf dem Asset Management Knoten anheften kann. Hier sieht man jetzt ja einfach ein paar Infos, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Als Power-User von Log Inventory wird Sie das ja alles langweilen, weil Sie das schon alles wissen. Stattdessen könnten Sie jetzt hier hingehen und auch hier dieses Dashboard einfügen. Dann ist es erstmal auf dem darunter in dem Ordner sozusagen drin. Dann drücke ich hier einmal auf Ansicht anheften und jetzt wird mir auch beim Besuch des Asset Management Knotens dieses Dashboard angezeigt. Und das gilt jetzt nicht nur im Log Inventory, in der Management Center hier, sondern das Ganze gilt genauso im Web. Wenn ich jetzt also hier mal auf die Web-Oberfläche vom Log Inventory gehe, dann würde ich jetzt hier das Dashboard sehen,
hätte ich vorher einen IIS-Reset gemacht. Das machen wir mal schnell. Nämlich, wenn man so größere Änderungen da gemacht hat, dann, und man möchte, dass sie sofort sichtbar sind, dann kann ich einfach in die PowerShell gehen und da einmal IIS-Reset eintippen. Und dann hoffe ich, dass nach dem Reset und dem ersten Draufgehen dann auch dieses Dashboard dort sichtbar sein wird. Ja, also das hat jetzt neu geklappt bei mir. Wir drücken jetzt mal hier STRG F5 und ich hoffe, dass jetzt wir hier gleich im Web genau dieses Dashboard so auch zu sehen bekommen. Und da ist es jetzt auch gelandet. Ich habe hier die gleichen Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, kann hier filtern auf Österreich, kann eine Ebene tiefer gehen und nur auf Salzburg das Ganze einschränken und sehe jetzt hier die ganzen Optionen. Auch hier stehen die Export-Sachen zur Verfügung. Auch hier könnte ich irgendwas größer machen oder kleiner machen. Also da gibt es genau die gleichen Funktionen wie im Management Center. Ja, genauso dürfte jetzt hier eigentlich auf meinem Ordner Standorte genau das gleiche zu sehen sein. Das ist ja genau wie erwartet. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist, dass Sie auch die Möglichkeit haben, neuerdings seit dem letzten Update spezifische Dashboard-Links zu generieren. Und zwar gibt es dazu diesen Button hier, wo steht Dashboard-Link in die Zwischenablage kopieren. Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn Sie auf einem Dashboard stehen. Aber wenn ich das hier mache, dann habe ich die jetzt mal in die Zwischenablage kopiert und gehe jetzt mal hier drauf. Dann habe ich jetzt das Dashboard mehr oder weniger im Fullscreen, also nicht mehr links diese Baumstruktur zur Verfügung. Das kann sehr praktisch sein, wenn ich das zum Beispiel irgendwo auf einem Screen in Dauerschleife laufen lassen möchte oder dort anzeigen möchte, das Dashboard. Oder wenn ich das im Intranet irgendwo einbinde oder anderen Kollegen einfach nur zur Verfügung stellen möchte, die jetzt diesen Knoten sehen sollen. Was da natürlich jetzt noch wichtig ist, ist das Thema der Berechtigungen, denn nicht jeder darf diesen Knoten sehen, sondern man muss entsprechend berechtigt werden dafür. Das geht ja im Log-Inventory, indem Sie da in die Baumstruktur reingehen und dann noch sagen, jetzt zum Beispiel diesen Standorte-Ordner, den möchte ich jetzt in den Knoteneigenschaften freigeben. Ich füge da jetzt mal einen Benutzer hinzu, den wir hier manchmal als Dummy-User einfach verwenden und sage, mit dem share ich das Ganze. Damit das überhaupt eine Auswirkung hat, muss dieser Nutzer auch in den Benutzerrollen global erstmal hinzugefügt worden sein. Das heißt, ich füge den hier auch mal als Gast hinzu und dann heißt das, der darf dann gleich das Ganze lesend betrachten. Wir können das dann in zwei Varianten mal ausprobieren. Einerseits, indem ich das Management Center hier als anderer Nutzer mal starte. Ich wähle also den Nutzer mal aus. Andererseits, indem ich im Webbrowser das Ganze gleich mal mache. Sie sehen, dass das da entsprechend auch beachtet wird. Und zwar, also der Nutzer sieht jetzt nur den Knoten, der mir hier freigegeben wurde im Log-Inventory Management Center. Und jetzt muss ich hier mal einen privaten Tab öffnen und auf diese Webseite gehen mit dem Nutzer, dessen Passwort ich zufälligerweise weiß, und ich hoffe, ich tippe es richtig ein, dann sieht man auch, da gilt, der hat jetzt nur dieses Dashboard zur Verfügung. Jetzt gehen wir nochmal mit einem anderen Nutzer da drauf, nämlich ja, der jetzt nicht berechtigt wurde, damit Sie mal sehen können, dass also dieses Berechtigungskonzept da auch beachtet wird. Ich habe noch den Dashboard-Link in der Zwischenablage gehabt, gehe genau auf den drauf. Ich wähle mal diesen Nutzer. Jetzt habe ich mich nur beim Passwort vertippt. Und dann sehe ich hier, okay, Dashboard nicht gefunden, ich bin nicht berechtigt, darauf zuzugreifen. Der gleiche Link hier, der wird natürlich gehen mit dem Nutzer, den ich dafür berechtigt habe. Hier der andere kommt da nicht drauf. Das heißt, so können Sie genau festlegen, welche User oder Gruppen denn was sehen können. Sie könnten schöne Dashboards für die designen und dann entsprechend einfach die Links hier zur Verfügung stellen und dann haben die dort nur die Möglichkeiten, das zu tun, für das sie die Nutzer auch freigegeben haben. Gut, damit wäre ich jetzt mit den wichtigsten Sachen durch, die ich Ihnen heute zeigen wollte zum Thema Dashboard erstellen und Dashboard verteilen.
Vielleicht dann noch ein Hinweis, wir werden heute oder die nächsten Tage dann, muss ich jetzt mal schauen, wo ist der richtige Browser? Hier, haben wir ein neues GitHub-Repository gestartet, weil es in letzter Zeit immer mal wieder Nachfragen von Kunden gab. Und zwar haben sie hier in Zukunft die Möglichkeit, Dashboards, Abfragen und Dokumente einfach selbst hochzuladen und miteinander zu teilen. Das heißt, ich ermutige Sie da auch zu, gerne einfach da selbst was beizutragen. Wenn Sie sagen, ich habe da ein schickes Dashboard erstellt und es könnte für andere noch interessant sein, können Sie die Dinger dann hier einfach hochladen, kurzen Beschreibungstext dazu. Wir werden da noch ein paar Beispiele einfügen, vielleicht auch die Dinger, die ich heute in dem Webinar erstellt habe. Und dann haben Sie da die Möglichkeit, das hier einfach downzuladen. Suchen Sie einfach bei GitHub nach Loginventory, dann finden Sie das. Da gibt es bis jetzt 2 Repositories. Einerseits das gerade neu angelegte, andererseits die ganzen Sachen, die bei uns für die skriptbasierte Inventarisierung zur Verfügung stehen, um zum Beispiel Microsoft Intune anzubinden, irgendwelche Mobile Device Management Systeme oder unsere Schwachstellenanalyse mit Cyber Insight. Das läuft ja hier alles über die skriptbasierte Inventarisierung, wo Sie die Möglichkeit haben, auch eigene Skripte beizutragen, wenn Sie welche geschrieben haben. Okay, dann noch kurz als Hinweis, demnächst wird es wie gesagt ein weiteres Webinar geben, wo es um das Thema Kostenanalyse geht. Hatte ich ja vorhin schon angeteasert, da wird demnächst dann eine Einladung folgen. Basiert dann einigermaßen auf dem, was wir uns heute angeschaut haben. Allerdings werden wir dann in dem Kostenanalyse-Webinar uns nicht nur mit Dashboards beschäftigen, sondern auch Reporte erstellen, vielleicht auch ein paar dynamische Dokumente oder Abfragen, je nachdem. Das müssen wir noch konzipieren, was da genau gezeigt wird, aber da wird es darum gehen, wie Sie ja einen Kostenüberblick über Lizenzen, über Produkte und über Assets im Loginventory bekommen, wie Sie da irgendwelche Vorhersagen treffen können, was die zukünftigen Kosten angeht, etc. Okay, dann wäre ich jetzt mit den Themen durch, die ich Ihnen zeigen wollte. Sie haben jetzt gerne die Möglichkeit, noch Fragen in den Chat zu stellen. Und ansonsten, wenn es keine Fragen gibt, könnten wir das noch probieren, was es als Frage gab, um da diese Auswahl bezüglich Client und Server den Nutzer treffen zu lassen. Ich sehe, dass es jetzt schon 2 Fragen gibt. Ich lese die einfach mal vor. Kurze Frage für die LIA-Nutzung. Benötigt das besondere Freigaben oder funktioniert das generell? Also, das funktioniert dann, wenn Sie den entsprechenden Haken da gesetzt haben. Und zwar gibt es hier in den Settings einfach, jetzt haben wir mit dem letzten Update eingefügt, weil da manchmal die Nachfrage kam, man kann den KI-Assistenten komplett deaktivieren. Dann steht er nicht zur Verfügung. Ansonsten ist er aktiviert, aber immer nur für Administratoren. Nur wer die entsprechende Benutzerrolle hat, hat dann Zugriff darauf, entweder hier in der Loginventory Management Center oder genauso kann ich auch hier in der Web-Oberfläche auf meinen AI Assistant gehen und zum Beispiel sagen, zeige mir Windows 11 Geräte, dann wird er mir da jetzt ja auch irgendwas gleich darstellen. Ja, genau, also das funktioniert so auch. Okay, das war die Frage zu LIA, hoffe ich, ist damit beantwortet. Dann lese ich mal die nächste Frage vor. Gibt es eine Möglichkeit, den zeitlichen Verlauf zu visualisieren mit historischen Daten? Also wie war der Datenbestand vor einem Tag, vor 2 Tagen und so weiter? Konkret hätte ich gern ein Liniendiagramm mit einer Linie pro Betriebssystem auf der X-Achse, die Zeitleiste und auf der Y-Achse die Anzahl der Geräte mit den entsprechenden OS. Diese Funktion gibt es aktuell noch nicht. Wir hatten da schon häufig überlegt, sowas in der Art einzufügen. Ich kann Ihnen aber einen Workaround erklären, wie Sie sowas selbst gestalten können. Und zwar müssten wir dazu zum Beispiel bei Ihnen konkret je Betriebssystem speichern, wie viele Assets gab es an Tag X, an Tag Y, an Tag Z etc. Ja, diese Informationen stehen so aktuell nicht in der Loginventory-Datenbank zur Verfügung. Wir haben da schon ein paar Ideen, wie sowas mal aussehen könnte. Wäre ja beispielsweise interessant, um einfach so zu wissen, wie lange dauert es denn normalerweise vom ersten Windows 11 Update von Windows 10 auf Windows 11, bis alle Geräte auf Windows 10 abgeschaltet wurden und stattdessen jetzt auf Windows 11 geupgradet wurden, wo Sie wahrscheinlich so 2 Kurven haben, die sich so irgendwann treffen und überschneiden. Ja. Sowas könnten Sie erstellen,
indem Sie in irgendeiner Form automatisiert diese Datenbestände, die Sie interessiert. Sie hatten jetzt gesagt nach Betriebssystem, ein anderer möchte es vielleicht nach Anzahl Laptops haben oder Desktops, wie entwickelt sich das je Gerätetyp, deswegen ist das nicht ganz so einfach. Aber schlussendlich, Sie müssten je sich sozusagen eine Abfrage erstellen, die Ihnen einfach Anzahl Betriebssysteme anzeigt. Ja, von welchem gibt es wie viele? Und diese Sache könnten Sie dann mit einem PowerShell-Skript, beispielsweise in eine CSV, jeweils in eine Zeile unten neu hinzufügen oder ähnliche Sachen. Ja, oder irgendwo abspeichern, diese Anzahl, und dann beispielsweise mit Power BI sich so etwas visualisieren. Wir haben schon Überlegungen, solche Funktionen ins Log-Inventory reinzubringen. Das läuft bei uns unter dem Arbeitstitel, ich nenne es mal Statistik-Feature, ja, dass man solche Entwicklungen sehen kann. Aber wenn Sie das genauer interessiert, also es geht relativ einfach, das so zu machen, sozusagen nur nicht mit Bordmitteln vom Log-Inventory, dann melden Sie sich gerne im Nachgang, dann kann ich Ihnen zeigen, wie das dann aussehen könnte, wie man das dann speichern muss. Also man muss halt jeden Tag einfach diese Werte speichern und dann kann man ab heute starten, diese zeitliche Entwicklung, zum Beispiel je Betriebssystem zu tracken. Rückwirkend wird das nicht gehen. Okay, gibt es noch weitere Fragen? 3 Minuten hätten wir ja noch. Ansonsten freue ich mich, dass ich die Zeit einigermaßen gut eingehalten habe. Das heißt, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, sei es zu den Dashboards oder anderen Themen, dann gerne jetzt noch die Fragen stellen. Ansonsten steht Ihnen natürlich unser Support auch im Nachgang jederzeit zur Verfügung. Das heißt, Sie können eine Mail schreiben, bei uns anrufen oder ein Ticket eröffnen. Wir versuchen Ihnen dann gerne weiterzuhelfen. Okay, ja, Fragen sind jetzt keine mehr hinzugekommen. Von daher ja, sehe ich hier doch noch eine Frage. Kann LIA auch berechnete Felder erstellen? Aktuell nein. Ja, kurze Antwort, nein, geht aktuell nicht. LIA kann genau nur die Sachen, die im Handbuch dazu beschrieben sind. Okay, ja, genau. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen für das Interesse. Ich hoffe, es war ganz interessant. Wie gesagt, im Nachgang kommt dann die Aufzeichnung bei YouTube und unserem Blog zu finden. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann einfach gerne melden. Schönen Tag noch.